Wir haben versucht, beim Sun Biotech Park wirklich nachhaltige Energiekonzepte umzusetzen. Unter anderem bewerkstelligen wir die Heizung des Sun Biotech Parks mit einer Wärmepumpe und Tiefenbohrungen, die im Bereich von Industriegebäude angesiedelt sind, und reduzieren somit maßgeblich unseren CO2-Fußabdruck. Zusätzlich setzen wir auf Kältemittel mit einem sehr, sehr niedrigen Global Warming Potential. Und auch das wird uns unterstützen, unser Net Zero Goal 2027 zu erreichen. Wir erzeugen Wasserstoff mittels Elektrolyseverfahren. Das heißt, wir teilen Wasser in Wasserstoff und in Sauerstoff. Und das Elektrolyseverfahren braucht natürlich sehr viel Strom. Den Strom erzeugen wir vor Ort mit unserer Photovoltaikanlagen, welche wir großflächig auf unseren Dächern positioniert haben. Ja, für mich ist es wirklich grundsätzlich, was es besonders macht für mich, ist, dass wir alles unter einem Dach haben. Also einerseits, wir haben Forschung und Entwicklung, wir haben auch Registrierung, wir haben Sales und Marketing, wir haben Produktmanagement, aber dann innerhalb Forschung und Entwicklung können wir auch eine Vielfalt von Versuchen anbieten und dann auch auf mehrere Ebenen. Also zum Beispiel, wir haben nicht nur ein Labor, wir haben auch Glashäuser, wir haben Folientunnel und wir haben auch Felder. Also für mich ist das wirklich, was es besonders macht, dass wir so eine Vielfalt anbieten können. Und das gibt es extrem viel Möglichkeiten und extrem viel Potenzial. Wir haben 3 Anwendungsbereiche für den Wasserstoff. Der erste Anwendungsbereich ist die Mobilität, der zweite Anwendungsbereich ist für Notstufzwecke und der dritte Anwendungsbereich ist für Prozesse in Zukunft, zum Beispiel Betrieb eines Dampfkessels oder Verwendung eines Laborgases zum Beispiel. Wir haben vor kurzem mit den Kollegen der Sun Group eine Führung durch die Baustelle gemacht. Nachdem es keine Beschwerden zu mir gegeben hat, gehe ich davon aus, dass sich alle Kollegen sehr, sehr freuen auf den gemeinsamen neuen Standort.